Nein, ich vertraue dir voll und ganz. In jeder Hinsicht? Wie meinst du das? Nun, du weißt, ich wüsste es sehr zu schätzen, wenn du meiner Intuition auch bezüglich der Holding folgen würdest. Vater, mir geht es doch ganz genau wie dir, nur um das Wohl der Firma. Ach, und deshalb fängst du an, sie zu verkaufen. Ja, aber doch nur die ineffizienten Teilbereiche. Was für mich trotzdem einer Zerschlagung gleichkommt. Ach, Zerschlagung, ich bitte dich. Du dramatisierst. Die Holding muss gesund geschrumpft werden, damit sie langfristig überleben kann. Und das schaffen wir auch mit einem Kredit. Eine Sicherung mit geliehenem Geld ist viel zu riskant. Also manchmal habe ich das Gefühl, dir liegt die Firma in keinster Weise am Herzen. Vater, ein Unternehmen dieser Größenordnung, das leitet man doch nicht mit dem Bauch, das leitet man mit dem Verstand. Hätten bisher alle so gedacht, dann würde es dieses Unternehmen schon lange nicht mehr geben. Ich sehe es als unsere persönliche Verpflichtung an, das Werk unserer Großväter in seiner Gesamtheit zu erhalten. Das ist doch auch ein schöner moralischer Vorsatz. Aber wenn ein Unternehmen in die Krise gerät, dann zählt allein die Wirtschaftlichkeit. Falsch! Es zählen immer auch die Menschen, die diese Firma aufgebaut haben. Und vor allem die, die daran arbeiten. Na schön, dann sieh doch zur Abwechslung mal nach vorn, statt immer in Nostalgie zu schwelgen. Vater, wenn wir pleite gehen, stehen noch viel mehr Entlassungen an. Wir kommen einfach nicht zusammen. Ja, also gibst du mir trotzdem grünes Licht? Warum sollte ich? Offen gesagt dachte ich, ich hätte noch was gut bei dir. Ach, weil du Konstantin vor diesem Hochstapler bewahrt hast. Nichts ohne Gegenleistung, was? Mein Gott, du änderst dich wohl nie. Wow, jetzt nicht gleich alle meine CDs durchstöbern, okay? Der Musikgeschmack eines Mannes sagt mehr über ihn aus als ein ganzer Abend mit ihm. Deswegen, ja. Ja, jetzt hast du mich neugierig gemacht. Aha. Lemonheads, Red Hot Chili Peppers, das kann ich schon mal alles genehmigen. Die Tiroler Jodelbuhren. Burm, ja, das war ein Geschenk. Aha, das hätte ich jetzt an deiner Stelle auch gesagt. Pass mal auf, ich habe ja noch viel bessere Sachen. Klassik. Ravel, Vivaldi, Rammstein. Das Vorzeige-Standardprogramm. Ich sehe schon, damit kann ich dich nicht begeistern. Naja, dann, hör dir das an. Das könnte dir gefallen. Oh, das ging wohl nach hinten los. Entschuldige. Tut mir leid. Ich wollte mal einen Abend versuchen, nicht an Leonard zu denken. Ich schaff's einfach nicht. Hey, alles gut. Ich muss ehrlich sagen, du kriegst immer noch am besten. Im Vergleich zu wem? Zu den ganzen Typen, die Sarah und ich vorhin auf unserer Tour aufgerissen haben. Bitte was? Das erzählst du mir jetzt einfach hier so. Das traust du mir zu? Nein, aber das klang so überzeugend. Ich habe natürlich nur Augen für dich. Zufrieden? Und durch die ganzen Bars sind wir nur gezogen, weil Sarah etwas Ablenkung brauchte. Hm? Scheint ja funktioniert zu haben. Wieso meinst du? Also bis jetzt ist sie ja nicht wieder aufgetaucht.
Stimmt. Was ist? Eigentlich schon schade, dass wir nie zusammen um die Häuser ziehen können. Ja, ich weiß. Aber wir brauchen noch kein Ablenkungsprogramm. Naja, also ich könnte mir schon Schöneres vorstellen, als den ganzen Tag mit dir hier auf der Couch rumzuknutschen. Na, vielen Dank. Zum Beispiel ins Schlafzimmer rüberwechseln. So. Na komm, spuck schon aus. Was denn, habe ich hier noch Zahnpasta? Nee, aber Ärger. Lass mich raten. Es ging um den Kredit? Ach, nicht nur, es geht auch um Vaters Alterssentimentalität. Naja, es macht einfach wenig Sinn, einen Riesenkredit aufzunehmen, um irgendwelche maroden Firmenteile zu sanieren. Die Erfolgsaussichten sind außerdem ziemlich gering. Und wieso will er es dann trotzdem tun? Aus Gefühlsduselei. Naja, die Firma ist das Vermächtnis unserer Vorväter, bla bla, rababa. Willst du meine Meinung dazu hören? Ehrlich gesagt, nein. Johannes versucht zu retten, was zu retten ist, genau wie du. Er geht dabei nur anders vor. Ja, und genau das ist das Problem. Nein, das Problem ist, dass ihr kein Verständnis füreinander habt. Johannes hört auf sein Gefühl. Du hörst auf deinen Verstand. Siehst du nicht, was für ein Potenzial darin liegt? Zusammen seid ihr unschlagbar. Ihr müsst euch nur zusammenraufen. Ansgar will auch nur das Beste für die Holding. Allerdings hat er andere Vorstellungen über den Weg. Und über das Ziel, Elisabeth. Ihn interessiert nichts außer Profit. Sobald es einen Problembereich gibt, seziert er ihn wie ein Chirurg und trennt ihn messerscharf ab, ohne Emotionen. Für mich hingegen zählen gerade in der Geschäftswelt immer noch Werte wie Anstand und Tradition. Ansgar nennt meine Einstellung nostalgisch und meint damit natürlich überholt. Er denkt halt anders. Kalt und rational, wie du selbst schon gesagt hast. Was aber nicht unbedingt falsch sein muss. In gewisser Weise kann ich ihn sogar verstehen. Das sagst ausgerechnet du? Ich hatte immer den Eindruck, wir hätten eine ähnliche Sicht auf die Dinge. Aus rein betriebswirtschaftlichen Gründen hat Ansgar recht, wenn er Teilbereiche der Firma auflösen will. Und wenn du mich fragst, solltest du seine Bedenken wenigstens sachlich prüfen. Das bist du der Holding schuldig. Und wer weiß, vielleicht schafft ihr es ja eines Tages, eure unterschiedlichen Positionen zusammenzubringen. Doch, dann werdet ihr ein unschlagbares Dreamteam. Hat's schon angefangen? Nee, aber gleich. Ah, so gefällt mir das. Das glaube ich dir gern, Macho. Wieso das denn? Ich habe nur so lange nach dem Programm gesucht. Sag ich ja. Macho. Guten Abend. Lasst euch nicht stören. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Mach mal lauter. Sieht nach einem Profi aus, findest du nicht auch? Kommt auf die Waffe an. Das habe ich doch damals genau recherchiert. Also noch mindestens 300 Meter, das muss er erst mal treffen, ohne vorbeizuschießen. Meinst du, wir können sie Naja, zum bitten? Beispiel mit der PSG 1. Ich glaube nicht, dass sie Geige spielt, um uns zu ärgern. Das schon. Ja, das war's dann mit dem Abend zu zweit. 1208 mm. Ja, und raus können wir ja auch nicht. Wie wär's mit Auswandern? Zum Beispiel in Neuguinea. Da erkennt uns keiner. Das ist überhaupt die Idee. Naja, ein bisschen weit, oder? Es muss ja nicht Neuguinea sein. Sondern? Wir fahren aufs Land. Ich hatte da so ein Prospekt mit einer süßen kleinen Pension in der Post. Und du meinst... Da kennt uns niemand. Und stört uns niemand. Wusstet ihr eigentlich, dass nur 10% der Cholesterinwerte durch die Ernährung beeinflusst werden können? Das habe ich heute Morgen im Radio gehört. Oh, das ist aber sehr interessant. Was ist denn mit den restlichen 90%? Vererbung, Veranlagung. Aber Leonhard kann uns bestimmt mehr dazu erklären. Kann er, will er aber nicht. Haben Sie schlecht geschlafen? Ja. Und wenn ich gewusst hätte, was hier für eine Stimmung ist, dann wäre ich besser im Bett geblieben. Wie wär's mit einem Spaziergang?
Nach dem Frühstück, so zum Wachwerden. Die Luft ist heute wie Seide. Mein Gott. Könnt ihr jetzt vielleicht mal aufhören mit dieser Gute-Laune-Nummer? Das ist ja unerträglich. Ja, tut mir leid. Ich weiß, es ist gut gemeint, aber ja, auf heile Familie zu machen, ist ja nun wirklich der blanke Hohn. Ansgar, bitte. Ja, genau, weil ich mal wieder das schwarze Schaf bin, so wie immer. Jetzt bleib doch. Ich muss in die Holding. Und dort werde ich mal wieder ganz nebenbei 200 Leute entlassen, mein übliches Geldbad nehmen und, tja, was mache ich noch am Nachmittag? Ah, ich weiß es. Ich habe schon länger nichts mehr an der Börse verzockt. Ansgar, können wir bitte in Ruhe darüber reden? Das würde ich gern tun, wenn du für vernünftige Argumente offen wärst. Nimm Platz. Hi. Hallo. Hallo. Hi. Hast du heute frei? Nein, nicht ganz. Ich habe Spätschicht. Und? Wie läuft's im Krankenhaus? Viel zu tun? Ja, leider. Aber Leonhard hilft mir, wo er kann. Ja, also. Es ist genau das Richtige für mich. Es freut mich. Freut mich wirklich. Unsere Lisa hat übrigens auch ihren ersten Ausflug ins raue Arbeitsleben hinter sich. Warst du im BITS? Nee, Praktikumstag in der Anwaltskanzlei von Lars Schneider. Ja, und dort gefällt es ihr so gut, dass sie wahrscheinlich ihr ganzes Schülerpraktikum dort absolvieren wird. War echt cool, hätte ich nicht gedacht. Ja. Lars Schneider und sie verstehen sich eben blendend. Ja, ich gehe dann schon mal packen. Wie packen? Ich habe doch heute mein Volleyballturnier. Davon hast du mir gar nichts gesagt. Doch klar, in Osnabrück, deswegen übernachten wir doch da. Paul, was soll das? Ich wüsste doch, wenn wir darüber geredet hätten. Also ich hätte schwören können, dass... Aber das ist doch kein Problem, oder? Nein. Aber das nächste Mal möchte ich das nicht so zwischen Tür und Angel erfahren. Wann kommt ihr wieder? Morgen. Gegen Spätabend, schätze ich so. Fährt Konstantin auch mit? Konstantin? Ja, logisch. Na also, viel Spaß. Hoffentlich ohne Zerrung. Ich glaube, da besteht keine Gefahr. Der hier geht aufs Haus. Danke. Als kleine Entschädigung. Du weißt schon. Entschädigung? Ich habe mich doch super amüsiert gestern. Ja, bis ich mit diesem einen Song voll ins Schwarze getroffen habe. Ach, Gregor. Wenn es nicht der Song gewesen wäre, dann hätte mich irgendwas anderes an Leonhard erinnert. Was du gesagt hättest oder... Ach, du weißt schon. Ja. Oder er taucht selbst auf. Genau. Wie jetzt zum Beispiel. Guten Morgen. Morgen. Du siehst müde aus. Viel Arbeit. Ich habe gestern Nacht auch kein Auge zugemacht. Tja, das kann ich mir denken. Ich habe euch beide gestern zufällig gesehen, als ihr gerade in Gregors Wohnung verschwunden seid. Was? Ach so, nein, wir haben Du musst nur... mir nichts erklären, das ist ganz allein deine Sache. Doch, will ich aber. Schließlich kannst du ja Sex haben, mit wem du willst. Susanne, das reicht ja für einen halben Bautrupp. Hey, Finger weg. Die sind nicht für dich, die sind für Paul. Als Reiseproviant. Paul, wenn dir das zu viel ist, dann... Ja, ich bin schon weg. Ja, ich muss dann auch. Oh, nicht so hastig. Was denn noch? Der Bus fährt gleich, die Jungs warten schon. Lass sie fahren. Ich bring dich hin. Was? Das Turnier meines Sohnes lasse ich mir nicht entgehen. Ja, ganz hervorragend. Vielen Dank. Ihre Analyse deckt sich im Wesentlichen mit meinen Vermutungen. Ja, ich danke Ihnen nochmal für Ihre Bemühungen. Ich melde mich dann wieder. Vater, wie schön. Ich würde dir ganz gerne einige Analysen unseres Unternehmensberaters zeigen. Vielleicht kannst du dich nach einer neutralen Prüfung eher für meine Sanierungspläne begeistern. Ich möchte dich auch über etwas informieren. Eine Firma wie unsere Holding braucht eine starke Führung, damit Entscheidungen gefällt werden können. Darin stimmst du mir doch sicher zu. Unbedingt. Das freut mich. Ich habe nämlich heute Morgen den Kredit aufgenommen. Das hast du nicht. Die Problemlage erforderte eine klare und schnelle Entscheidung. Und die habe ich getroffen. Vater, ich dachte eigentlich, dass wir diese Firma gemeinsam leiten. Bis zu deinem Alleingang in der letzten Woche dachte ich das auch. Du hast doch den Betriebsrat über den angeblich bereits bevorstehenden Verkauf informiert.
Du glaubst also immer noch, dass ich das war, ja? Außer dir hätte niemand ein Interesse daran gehabt. Na schön. Ansgar. Wenn das so ist, Lassen Sie was uns denn? Dörferne. Amtrat, will mich hier nicht haben. Das hat er doch mehr als deutlich gezeigt. Ach, dein Unternehmensberater, den solltest du übrigens auch feuern. Der kommt zum selben Schluss wie ich. Super, ich danke dir. Ich revanchiere mich auch. Okay, bis dann, ciao. So, alles geritzt. Eine Kollegin von mir übernimmt meine Schicht. Das ist viel zu umständlich, Susanne. Nein, es ist gar nicht. Es passt dir sogar ganz gut. Von mir aus können wir. Ist irgendwas? Du bist die einzige Mutter, die am Spielfeldrand steht. Seit wann ist es denn peinlich, wenn Eltern ihren Kindern beim Turnier zusehen wollen? Seit diese Kinder 17 sind. Ach, das kenne ich noch von mir. Ich habe mich auch immer angestellt, wenn meine Eltern zu den Bundesjugendspielen kamen. Aber insgeheim habe ich mich dann doch sehr gefreut. Susanne, die werden mich alle auslachen. Von wegen nicht ohne seine Mutter. Und bitte, bitte blamier mich nicht. Wenn es dir so peinlich ist, dann bleibe ich natürlich hier. Danke. Und sei bitte nicht traurig, ja? Ich weiß, es war lieb gemeint. Also wegen gestern, ich will ihr das erklären. Ich sagte doch schon, das brauchst du nicht. Ich war nicht so gut drauf und Anna hat vorgeschlagen, dass wir zusammen weggehen, damit ich mal unter Leute komme und nicht immer nur an dich denke. Ja. Wirklich eine prima Idee von Anne. Und Gregor ist ja auch ein netter Typ. Du hättest dir keinen besseren aussuchen können. Aber... Nein, kein Aber. Das Wichtigste ist doch, dass du glücklich bist. Und das bist du doch, oder? Na, siehst du? So wird die ganze Sache für mich auch viel leichter. So kann ich endlich wieder nach vorn schauen. Und die Sache mit uns vergessen. Super. Genau das Richtige. Und was machen wir jetzt mit dem Berg von Broten, die Susanne dir mitgegeben hat? Die verputze ich auch noch. So hungrig? Klar, aber am liebsten würde ich... Nein, nicht. Wenn uns jemand... sieht? Du hast ja recht. Ich will nie wieder nach Düsseldorf zurück. Der Rechnung nach zu urteilen, warst du ja schon eine Weile vor mir hier, mein Lieber. Keine Schule? Wir hatten heute nur 2 Stunden. Ja. Aber schön, dass du so viel Zeit hattest. Ab jetzt immer. Wie kommt's? Hallo, Konstantin. Hallo. Seid ihr verabredet? Nicht direkt. Ich wollte deinen Bruder etwas fragen. Ich möchte wissen, ob du deine Entscheidung noch einmal überdacht hast. Keine Sorge, Vater. Ich werde mich in deine Kamikaze-Geschäfte in Zukunft nicht mehr einmischen. Der halte ich es doch lieber wie Konstantin. Der hat schon früh erkannt, dass es besser ist, eigene Wege zu gehen. Danke. Tja, wollen wir? Stell dir mal vor, das wäre immer so. Ey, wir könnten uns lieben, wann und wo wir wollten. Ich glaube nicht, dass Sie hier ein besonderes Verständnis für Exhibitionisten hätten. Hey, du weißt doch, wie ich das meine. Ja. Und ich würde mir auch wünschen, dass es immer so ist wie jetzt. Ja, und keine Angst haben, dass uns jemand sieht. Und ich meinen Job verliere. Ja, dann können alle wissen, dass wir zusammen sind. Und die ganze Heimlichtuerei hätte endlich ein Ende. Aber es geht eben nicht. Naja, in Düsseldorf nicht. Bin ich gut zu sehen? Richtig gut? Ja. Anne Siebert, ich liebe dich!
Jetzt lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Was war denn zwischen euch? Ach, du scheinst einen riesen Hals auf Johannes zu haben. Ansgar, warte bitte. Ich muss noch einmal mit dir reden. Das hättest du heute Morgen überlegen sollen, bevor du den Kredit aufgenommen hast. Mir ist doch klar, dass mein Alleingang für dich ein Affront war. Du musst das Gefühl haben, dass ich auf deine Meinung keinen Wert lege. Aber das stimmt nicht. Ach, was du nicht sagst. Im Gegenteil. Ich habe es sehr genossen, wieder Seite an Seite mit dir zusammenzuarbeiten. Wohl eher Rücken an Rücken, oder? Ich habe doch gerade eingeräumt, dass mein Verhalten verletzend war. Kannst du das nicht entschuldigen? Was willst du, Vater? Weiter mit dir zusammen die Holding leiten. Und zwar als Team. Gerade jetzt, wo unser Unternehmen abzustürzen droht. Willst du das wirklich mit ansehen? Ich brauche deine Hilfe. Bitte komm zurück, Ansgar. Ist offen. Du? Darf ich reinkommen? Klar. Es tut mir leid, was ich zu dir gesagt habe. Du hast dich doch schon entschuldigt. Außerdem hattest du völlig recht. Trotzdem, es ist nicht meine Angelegenheit, wie du mit Leonhard umgehst. Manchmal können ein paar offene Worte aber auch sehr heilsam sein. Auch wenn man sie in dem Moment nicht wirklich hören will. Das heißt, du bist mir nicht mehr böse? Ich muss dir was erzählen. Leonhard hat mich gestern gesehen, als ich mit Gregor in dessen Wohnung gegangen bin. Und jetzt denkt er, wir hätten miteinander geschlafen. Und, habt ihr? Natürlich nicht. Aber ich habe ihn in dem Glauben gelassen. Wie hat er darauf reagiert? Erstaunlich vernünftig. Ehrlich gesagt, ich fände den Gedanken unerträglich, wenn Leonhard mit einer anderen schläft. Warum hast du ihn dann nicht aufgeklärt? Ich habe es ja versucht. Mehrmals sogar, aber er hat immer wieder abgeblockt. Und als er dann gesagt hat, dass es ihm so leichter fällt. Verstehe. Ich habe es für ihn getan. Was gibt es da noch lange zu überlegen? Ich weiß doch, wie viele die Holding bedeutet. Bist du bereit, auf den Kredit zu verzichten und meinen Sanierungsplänen zu folgen? Tut mir leid. Ich stehe zu meiner Entscheidung. Ansgar, ich bitte dich trotzdem, lass uns die Holding gemeinsam zum Erfolg führen. Jetzt, wo wir uns wieder versöhnt haben. Auch will ich nicht, dass die Kluft zwischen uns aufs Neue aufreißt. Tja, tut mir leid, Vater. Wenn du an dieser Entscheidung festhältst, musst du sie alleine tragen. To